Heute schauen wir uns gemeinsam einen Bericht an, wo über die 4 Tage Arbeitswoche in Polen gesprochen wird. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ein paar Worte zu mir selbst. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen. Und falls du dich auch für das Thema Polen interessierst oder vielleicht einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen. Wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst, dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade und würdest auch meine Arbeit wirklich damit unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Ich habe ja schon das ein oder andere Video zum Thema Arbeiten in Polen gemacht und es ist ja eigentlich auch kein Geheimnis, dass wenn man jetzt die Arbeitsbedingungen zwischen Deutschland und Polen vergleicht, dass die in Polen schon ein bisschen schlechter sind wie in Deutschland. Also das fängt ja schon mit dem Urlaub an, mit dem Gehalt, dann geht es auch weiter, wenn wir jetzt mal schauen, wenn man krankgeschrieben ist, kriegt man hier nicht 100% voll ausgezahlt, wie das jetzt in Deutschland der Fall ist. Und natürlich auch die wöchentliche Durchschnittsarbeitszeit ist in Polen viel höher wie in Deutschland. Ich meine, in Polen haben wir eine wöchentliche Durchschnittsarbeitszeit von über 40 Stunden, was mit ich meine sogar der höchsten Werte in der ganzen EU ist. Ich könnte mich aber auch sehr gerne korrigieren und das mal in den Kommentaren hinterlassen. Es gibt aber auch einige Politiker hier, die hier zur aktuellen regierenden Partei gehören. Es ist dann die Frau Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, die zu der Linkspartei hier gehört, die sich dann auch in Polen dafür ausspricht, eine 4-Tage-Woche einzuführen. Zumindest wird das jetzt gerade getestet in einigen Firmen. Und zu diesem Thema wollte ich mit euch gemeinsam einen Bericht anschauen von der Seite Polska Radio und dann lesen wir einfach mal, was da drin steht zu diesem Thema und selbstverständlich werde ich dann auch noch später ein bisschen meine eigene Meinung zu diesem ganzen Pilotprojekt nennen. So, hier haben wir dann den Bericht. Den Link dazu packe ich euch dann auch nochmal später in der Videobeschreibung rein oder in den Kommentaren. Dann könnt ihr euch das Ganze auch sehr gerne nochmal anschauen. So, Polen startet Pilotprojekt für kürzere Arbeitszeiten. Es ist höchste Zeit, die Arbeitszeit für polnische Männer und Frauen zu verkürzen und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie das gleiche Lohnniveau erhalten, kündigt die polnische Ministerin für Familie und Arbeit an. Schließlich arbeiten wir, um zu leben und leben nicht, um zu arbeiten, fügt sie hinzu. Ein sehr tolles Statement, kann man auch eigentlich in sehr vielen Sachen zustimmen. Ob es aber zu diesem Fall passt, besprechen wir gleich auch noch. So, gehen wir mal weiter. Ein neues Pilotprogramm zur Arbeitszeitverkürzung in Polen mit 2,3 Millionen Euro Fördermitteln sollen polnische Arbeitgeber erlauben, freiwillig daran teilzunehmen. Die Initiative soll noch in diesem Jahr starten. Dies ist das erste derartige Pilotprogramm in unserem Teil Europas, sagt Polens Ministerin für Familie, Arbeit und Sozialpolitik Agnieszka Dziemianowicz-Bąk kurz vor dem Tag der Arbeit am Donnerstag, dem 1. Mai. Ich meine, solche Pilotprojekte gibt es auch schon in Deutschland, schon seit einigen Jahren, meine ich sogar. Falls jemand mit sowas Erfahrung hat, gemacht hat oder vielleicht sogar jemanden kennt, der damit Erfahrung hat oder Erfahrung damit gemacht hat, kann es mir mal sehr gerne in den Kommentaren hinterlassen und mal die Erfahrung mit mir teilen. Man kann mich auch über Instagram anschreiben. Mein Instagram-Name müsste jetzt hier irgendwo aufgeleuchtet sein. Dann kann er mir das auch mal sehr gerne per Instagram mitteilen, weil das würde mich nämlich sehr interessieren. Gehen wir mal weiter. Es ist höchste Zeit, die Arbeitszeit für polnische Männer und Frauen zu verkürzen und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie das gleiche Lohnniveau erhalten, fügte die Ministerin während einer Debatte über dieses Thema hinzu. Naja, gehen wir noch ein bisschen weiter. Wir lesen ein bisschen und dann werden wir mal ein bisschen darüber diskutieren. Im Rahmen des Pilotprogramms werden polnische Arbeitgeber und Arbeitnehmer verschiedene Modelle der verkürzten Arbeitszeit
testen. Dann haben wir jetzt hier noch ein bisschen Reklame, was hier vielleicht irgendwann mal getweetet hat, auf Twitter wahrscheinlich. Das neue Programm soll Unternehmen, Kommunalverwaltungen, Stiftungen und Gewerkschaften einbeziehen. Die Hauptbedingung ist, dass die Arbeitnehmer trotz kürzerer Arbeitszeiten weiterhin den gleichen Lohn erhalten müssen. So, ich sage jetzt einfach schon mal ein paar Worte zu diesem ganzen Thema. Also ich sag mal so, grundsätzlich ist das ja eine sehr, sehr, sehr tolle Idee, kürzere Arbeitszeiten zu haben, mehr Lohn zu kriegen. Hier gehen wir jetzt mal ein bisschen auf die Fairness des Arbeitnehmers ein. Es muss den Arbeitnehmer ja gut gehen und so weiter und so fort. Kann ich auch alles wirklich ganz verstehen. Ich sehe hier bei diesem ganzen Programm hier so ein bisschen so dieses Robin Hood-Verhalten. Ne? Also ich nehme es von dem Reichen und gebe es den Armen, was ja auch manchmal vielleicht nicht verkehrt ist. Also ich denke mal, Leute, die meine Videos verfolgen, wissen auch, was für eine Einstellung ich habe, wie drauf ich bin und so weiter. Und das ist ja auch nicht ganz verkehrt. Also ich bin auch jetzt nicht dafür, dass man jetzt wirklich den Arbeitnehmer wirklich bis aufs Letzte aussaugen tut. Wir versuchen das aber mal ein bisschen andersrum zu drehen. Also ich versuche euch jetzt mal so ein ganz stumpfes Beispiel zu nennen. Vielleicht liege ich auch mit meiner Theorie falsch und dann könnt ihr mir einfach mal eure Meinung dazu sagen, was ihr von meinem Gedanken hält, ob es so korrekt ist oder nicht oder ob ich vielleicht auch irgendwo einen Denkfehler habe. Aber ich versuche das jetzt einfach mal wirklich ganz einfach zu denken. Du bist ein Unternehmen, du hast ein Unternehmen zum Beispiel, du produzierst, weiß nicht, Autos oder wir können jetzt eigentlich auch alles nehmen, das ist eigentlich egal, aber wir nehmen jetzt einfach mal Autos und du produzierst 5 Autos in der Woche, du hast auch einen Abnehmer, der dir jede Woche die 5 Autos abkauft und um diese 5 Autos in 5 Tagen zu produzieren, das heißt von Montag bis Freitag brauchst du 5 Mitarbeiter, das heißt jeder Mitarbeiter im Schnitt produziert ein Auto in der Woche. Wir brauchen jetzt darüber reden, wer welche Aufgabe hat, aber so, damit ihr einfach wisst, was ich meine. Ne? Du verkaufst diese 5 Autos für 10.000 Euro, nehmen wir jetzt einfach mal. Ja, und das ist jetzt auch in Ordnung. Und jetzt kommt ein neues Gesetz raus, weil die Politikerin der Meinung ist, ja, wir müssen aber den Arbeitnehmer schützen. Jetzt haben wir keine 5-Tage-Woche mehr, sondern nur eine 4-Tage-Woche. Na gut, okay. Ich in meinem Fall kann jetzt nur 4 Autos produzieren, weil ich habe ja diese 5 Mitarbeiter, die werden ja voll bezahlt trotzdem, also ne, die kriegen weiterhin diesen gleichen Lohn, wie die 5 Tage arbeiten würden, arbeiten aber nur 4 Tage. Das Problem ist, ich kann denen aber jetzt keinen Lohn mehr für 5 Tage geben, weil ich verkaufe ja nur noch 4 Autos, das heißt, meine Kosten steigen ja automatisch. Jetzt habe ich das Problem, was mache ich jetzt? Ja, also es gibt jetzt die Möglichkeit natürlich, ich stelle in dem Fall vielleicht eine Aushilfskraft noch ein, was dann für den Arbeitnehmer zusätzliche Kosten sind. Ja, also das heißt, ich verkaufe die Autos nicht mehr für 10.000, sondern muss jetzt zum Beispiel die 5 Autos für 12.000 verkaufen. Das heißt, der Endkonsument muss natürlich dann auch mehr für das Auto bezahlen. Oder auch für das Gemüse oder für das T-Shirt. Oder ist ja egal, was wir produzieren, aber im Endeffekt, weil ja meine Arbeitgeberkosten steigen, ne, weil ich ja jetzt mehr Lohn bezahlen muss, weil ich eine zusätzliche Arbeitskraft einstellen muss ich auch mein Produkt teurer verkaufen. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, dass diese 5 Mitarbeiter, die ich habe, Überstunden machen. Ne? Was aber dann jetzt hier auch nicht vielleicht ganz mit dem ganzen Konzept zusammenhängt, weil es soll ja den Arbeitnehmer entlasten. Das heißt, er soll ja weniger arbeiten und das gleiche Lohn kriegen. Wenn er dann aber jetzt Überstunden macht, hat er im Prinzip mehr oder weniger die gleiche Belastung, vielleicht sogar noch mehr Belastung, weil er dann ja täglich mehr arbeiten muss. Und für den Arbeitgeber steigen natürlich auch die Kosten, weil er Überstunden bezahlen muss. Überstunden werden ja auch prozentual anders behandelt. Zumindest hier in Polen, in Deutschland weiß ich, ist das auch der Fall. Ne, das heißt, meine Kosten steigen auch automatisch. Ne? Ja, und das heißt, ich muss auch mein Auto oder mein Produkt, was ich halt erstelle, muss ich dann auch automatisch teurer verkaufen. Also und der Endkonsument, das heißt du, der dann ein Auto kauft oder was auch immer, muss dann auch im Endeffekt mehr bezahlen. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, wenn diese 5 Mitarbeiter in 4 Tagen genau die gleiche Leistung bringen wie in 5 Tagen. Ne? Weil dann würden die mir diese 5 Autos in 4 Tagen produzieren. Ne? Ist ja klar. Ne? Die Frage ist jetzt nur,
wie lange kann der normale Mitarbeiter dieses Tempo mithalten? Ne? Weil er muss ja im Prinzip so arbeiten, als ob er Überstunden machen würde. Ne? Weil ich brauche meine 5 Autos in der Woche. Ne? Aber wenn ich jetzt so 4 Tage zur Verfügung habe, müssen diese 5 Mitarbeiter in diesen 4 Tagen arbeiten, genauso viel wie in 5 Tagen. Ich hoffe, ihr versteht mein Prinzip, was ich damit sagen möchte einfach. Ne? Also im Endeffekt ist das so, entweder belasten wir den Arbeitnehmer noch mehr, indem er Überstunden machen muss, indem er schneller arbeiten muss, indem da mehr Druck herrscht, weil ich ja meine Produkte brauche, oder der Arbeitgeber muss mehr bezahlen, mehr Lohn bezahlen oder eine zusätzliche Person einstellen oder was auch immer, was sich natürlich dann auch auf den Endkonsumenten auswirkt. Das heißt, die Preise steigen wieder. Ihr könnt mir mal in den Kommentaren hinterlassen, was ihr von meinem Gedanken hält, ob ich richtig oder falsch liege. Ich bin ja wirklich nicht dagegen, sowas einzuführen, vielleicht. Es gibt wahrscheinlich auch Branchen, wo sowas vielleicht Sinn macht. Es gibt ja diese ganzen Kreativbranchen vielleicht, wo man sagt, oh, ich brauche eine kreative Pause, dann ist das ja voll und ganz in Ordnung. Das ist aber etwas, was man nicht, sage ich mal, in ganz Polen anwenden kann. Ein weiteres Problem komme ich gleich noch zu. Lesen wir aber erstmal noch ein bisschen weiter. So, kürzere Arbeitstage oder Wochen oder vielleicht längere Urlaube. Es wird an den einzelnen Unternehmen und Institutionen liegen, zu entscheiden, wie das gemeinsame Ziel erreicht werden kann, die Arbeitszeit bei gleichem Lohn zu verkürzen. Es ist möglich, weniger zu arbeiten und besser zu arbeiten. Aber wenn du wirklich rein in der Produktion arbeitest, bezweifle ich das, dass du mit weniger Arbeit genau das Gleiche bzw. mehr leisten tust. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Vielleicht ist das möglich, ich kann mir das aber wirklich nicht vorstellen. Schließlich arbeiten wir, um zu leben und leben nicht, um zu arbeiten, argumentiert Dziemianowicz Bąk. Ja, das ist auch richtig, also da stimme ich auch wirklich voll und ganz zu. Die Menschen leben, um zu leben und leben nicht, um zu arbeiten. Man muss das aber auch alles von der anderen Seite sehen. Jeder hat ja auch die Möglichkeit, etwas anderes zu machen. Also jeder hat ja sein Leben, sage ich mal, selbst in der Hand und jeder entscheidet, wie er sein Leben gestaltet. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ob jetzt der korrekte Weg wäre. Die was, ich sage das mal so, im Leben was geleistet haben, sich ein Unternehmen aufgebaut haben, wirklich viel Zeit und Arbeit reingesteckt haben, die jetzt dafür zu strafen, um den, der vielleicht weniger Leistung gebracht hat, weniger aus sich gemacht hat, zu belohnen. Ne? Weil du nimmst das ja aus von jemandem, der wirklich viel geleistet hat, der hat ein Unternehmen aufgebaut, ne? Und den nimmst du jetzt was weg, um den, der ein bisschen fauler war, der vielleicht nichts lernen wollte, um auch vielleicht ein Unternehmen zu gründen, den belohnst du ja jetzt im Prinzip damit. Ich bin, weiß nicht so ganz der Freund davon, wie ich schon gerade gesagt habe, so ein bisschen dieses Robin Hood-Verhalten. Ne? Der Ministerin zufolge hätten frühere Studien gezeigt, dass eine reduzierte Arbeitszeit die Gesundheit der Arbeitnehmer verbessere, Burnout reduziere und zu weniger Fehlern bei der Arbeit führe. Und das alles ohne negative Auswirkungen auf die finanzielle Leistung der Unternehmen. Polen sind eine der am längsten arbeitenden Nationen Europas. Ich denke, das war auch schon der ganze Beitrag. Sehr interessanter Beitrag von der Idee der Linkspolitikerin, die sagt, man soll weniger arbeiten, aber das gleiche Lohn dafür kriegen. Also es ist richtig, solche Arbeitszeiten verringern wahrscheinlich Krankheiten und auch Fehler bei der Arbeit. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, es wird mit Sicherheit Branchen geben, wo man sagen kann, okay, da können wir eine kreative Pause machen, da können wir das machen. Von der anderen Seite her, wie ich auch schon gerade gesagt habe, ist es nicht fair, den, der sein Leben lang irgendetwas aufgebaut hat, ein Unternehmen gegründet hat, wirklich viel Arbeit reingesteckt hat, den jetzt dafür zu strafen, etwas wegzunehmen, um den, der in seiner Karrierelaufbahn oder in seiner Schullaufbahn vielleicht faul war und aus sich nichts machen wollte, den jetzt dafür zu belohnen, einfach um mehr dafür zu geben. Ich weiß nicht, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten und würde mich jetzt nicht für dieses Pilotprojekt aussprechen. Ein weiteres
eventuelles Problem, was ich bei der ganzen Sache sehe, ist auch, dass ja derzeit Polen einen großen Wirtschaftswachstum hat. Also das ist ja auch kein Geheimnis. In Polen wird ja auch sehr viel investiert. Auch sehr viele ausländische Firmen investieren derzeit in Polen. Und das hat ja auch einen bestimmten Grund. Das habe ich ja auch schon mal in dem einen oder anderen Video erzählt. Die ganzen Firmen, die nach Polen kommen, die kommen ja nicht nach Polen, weil es hier so tolle Pierogi gibt oder der Bigos hier so toll gemacht wird. Die kommen hier hin, weil die einfach die Arbeitsbedingungen schlechter sind wie in deren Ländern. Hier sind die Arbeitsbedingungen zum Beispiel schlechter wie zum Beispiel in Schweden. Also das heißt, die Durchschnittsarbeitszeiten. Dein Krankenschein wird hier auch nicht so 100% bezahlt. Das heißt, selbst wenn du krank geschrieben bist, wirst du weniger bezahlt, einfach aus diesem Grund. Und wie gesagt, die ganzen Firmen, die sind aus diesen Gründen hier. Wenn wir jetzt anfangen, die Arbeitsbedingungen gleich zu machen, ja, wie in anderen Ländern Europas auch, und auch das Lohnniveau anpassen, dann kann es dazu führen, dass die ausländischen Firmen, die derzeit hier sind, wovon auch sehr, sehr, sehr viele Arbeitsplätze von abhängen, einfach abziehen. Das haben wir jetzt auch derzeit in Deutschland. Also deutsche Unternehmen bauen ja in Deutschland ab, also die gehen ja aus Deutschland raus, weil es denen dort zu teuer ist und gehen in andere Länder, wie zum Beispiel auch Polen oder auch mehr östlich auf der Landkarte liegen. Und so kann das dann natürlich dann auch sein, dass dann die Firmen sagen, okay, ja, Polen ist mir irgendwie zu teuer, ich brauche eine 5-Tage-Produktion und nicht 4-Tage-Produktion, beziehungsweise die wird dann auch 5 Tage laufen, die Produktion, aber man muss einfach mehr Mitarbeiter einstellen. Dann sagen die einfach, ach, weißt du was, dann zieht es mich einfach weiter in die Ukraine, da haben wir noch in Anführungsstriche normale Arbeitsbedingungen. Da arbeitet der Ukrainer 40 Stunden oder 41 Stunden in der Woche, 5 Tage lang, hat wenig Urlaub, wird noch weniger bezahlt wie der Pole, dann zieht es mich einfach in die Ukraine. Und das ist ein weiteres Problem, was ich hier sehe. Im Großen und Ganzen, wenn sich das Pilotprojekt positiv auswirken sollte, wäre ich wirklich ein Freund davon, das auch wirklich zu befürworten. Ich bezweifle das aber, dass das funktioniert. Ne? Ist nur so meine persönliche Meinung. Aber eure Meinung zu diesem Thema würde mich wirklich sehr interessieren. Das könnt ihr mir mal sehr gerne in den Kommentaren hinterlassen. An dieser Stelle danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.